Ich habe hier einen kleinen FrSky RXSR-Empfänger und möchte hier die Firmware aktualisieren. Dazu verwende ich einen der drei Funken, eine Jumper T Pro, eine Beta FPV Light Radio 3 Pro Funke oder die Radiomaste Zorro. Alle Funken haben hinten das Nano-Modulschacht mit dem kleinen Anschluss. Übrigens, alle drei Funken finde ich klasse, perfekt für die Einsteiger. Vor allem die Beta Light Radio 3 Pro hat auch Hall-Sensor-Gimbals, wie die anderen auch. Schönen kleinen Display, wo auch HDX installiert ist. Also sind alle drei vollwertige Funken mit Display. Bei der T-Pro ist zu beachten, dass zuerst hier dieser Stecker schön tief steckt. Du musst schon so ein bisschen hier reingehen, sonst habt ihr keine Verbindung zu dem externen Anschluss. Dann schön festschrauben. Bei dem FrSky XSR Empfänger befindet sich direkt ein Programmierkabel und den benutze ich, um die Firmware hier aufzuspielen. Hier solltet ihr beachten, ob das wirklich ein Servokabel ist. Also das sind die ersten drei Pins. Schwarz, Rot, Gelb. Nur so ein Kabel ist ein Servokabel. Habt ihr ein anderes Kabel, zum Beispiel hier das hier, das ist ein falsches Kabel. Das ist ein Kabel, was man direkt an den Flugcontroller anschließt. Das heißt, das ist hier wirklich S-Bus-Anschluss. Ne? Und das ist S-Port, das ist der dritte Pin. Das ist hier der vierte Pin. Also das nicht. Also dieses Kabel verbinden. Ne? Und am anderen Ende nehme ich einen Adapter. Und das Kabel stecke ich weiter durch. Das geht hier wieder weiter mit den gleichen Farben, schwarz, rot und hier gelb oder weiß als Signalleitung. Und am anderen Ende sind die Kabel hier vertauscht. Das heißt, hier in der Mitte ist schwarz für Masse, Signal ist an der gleichen Stelle, aber der schwarze mit dem roten ist vertauscht. Das heißt, außen habe ich die Spannung. So wird der dann hier in die Funke auch wieder eingesteckt. Hier rein. Hier habe ich als erstes ist meine Signalleitung, Masse und hier dieser 7,2 Volt Spannung von den Akku. Bei der T-Pro ist das Problem, dass das Ganze hier so wackelt. Deswegen nimmt einfach ein bisschen Papier und steckt es hier dahinter. Mit dem Papier ist das Ganze hier so fest, sodass es nicht beim Flashen rausfällt. Genauso funktioniert das bei der Radiomaste Zorro. Da ist bereits das Modulschacht integriert und hier wird das Kabel auch einfach hier so an die ersten drei reingesteckt. Bei jeder Funke ist immer die gleiche Belegung. Immer rechts die Signalleitung, Masse und Spannung. Das ist bei jeder Funke gleich. So, wir bleiben jetzt bei der T-Pro. So ist jetzt hier die Kabelbelegung. Masse, hier der äußere Pin, geht hier zur Mitte. Dann Spannung, das rote Kabel geht hier drittes Pin nach außen und hier das dritte Pin, die Signalleitung, also das S-Port, geht hier als erstes Pin rein. Wenn das reinsteckt und die Funke einschaltet, ist normalerweise der externe Modulschacht nicht aktiv. Der muss auch nicht aktiv sein. Also Funke an. Ich habe hier HDX, es ist egal, ob man HDX hat oder OpenTX. Spielt keine Rolle. Man geht dann hier auf Systemeinstellungen, dann weiter auf die SD-Karte und ich habe mir unter der SD-Karte und der Firmware habe ich mir die Ordner angelegt und da habe ich mir die Firmware abgelegt für den RXSR. Und ganz unten habe ich die Version RXSR LBT, also hier für Europa, EU-Version. Nun drücke ich hier lange auf die Datei. Dann kommt das Menü und da wähle ich den externen Modul und drücke zur Bestätigung. Ja, die LEDs befinden sich hier rechts von den Antennen und die müssen dann beim Flashen blinken. Jetzt sollte er anfangen. Sobald er jetzt hier selbst schreibt, dann blinken die LEDs und das dauert jetzt eine Minute, bis der fertig wird. Sollte hier ein Fehler auftauchen und er beginnt nicht an zu schreiben,
dann liegt es meistens, dass irgendwas mit der Kabelverbindung nicht stimmt. Und noch wenige Sekunden, dann ist er mit den Flächen fertig. Genau, okay. Bestätigen, verlassen und wir sind fertig. Jetzt kann ich das hier wieder abmachen. Und nun ist mein FrSky RxSR Empfänger geflasht. Und genauso geht das mit einem XM Plus Empfänger. Die Prozedur ist genau identisch, also wenn diese 3 Kabel auch genauso wieder angeschlossen, wie das bei dem RxSR Empfänger ist. Genauso geht das bei der Zorro Funker. Man schließt es genauso an. Funke an. Hier habe ich auch HTX. Gehe in die Systemeinstellungen. Dann auf die nächste Seite. Dann in den Ordner Firmware. Hier habe ich mir auch die Firmware abgelegt für RxSR oder XM Plus. Gehe in den Ordner RxSR. Auf meine letzte Datei. Drücke lange drauf. Und hier habe ich nur eine Möglichkeit, den externen Anschluss zu verwenden. Flashen. Und es geht wieder los. Der kleine Empfänger wird geflasht und blinkt beim Flashen. Ja, und das Flashen hat hier genauso funktioniert. Bei der Lightradio 3 Pro Funker wird das Kabel genauso gesteckt. Ganz rechts. Ganz rechts befindet sich wieder meine Signalleitung. Minus und Plus. Funke einschalten. Hier ist HTX drauf. Dann nach links in das Menü. Dann auf zweite Seite auf die SD-Karte. Runter in Firmware. Rein. Hier habe ich auch den Ordner RxSR angelegt. Und dort wähle ich die letzte Datei aus. Klicke lange drauf. Wähle den externen Modul und drücke lange drauf. Und schon wird drauf geschrieben. Ja, und die LED blinkt hier. Funktioniert genauso wie bei allen anderen Funken. Und hier klappt auch das Aufspielen der Firmware. Und ich drücke auf OK. Verlasse hier das Menü. Und die Firmware ist auch drauf.